Im zweiten Teil der Geschichte sehen wir, wie König Midas voller Schmerz über die goldene Statue seiner Tochter und seinen Hunger schließlich eine Lösung findet: schwere goldene Handschuhe. Diese Handschuhe schützen seine Hände, aber sie können sein Herz nicht vor Schuldgefühlen schützen, denn er hat sein Volk belogen. Trotzdem trifft Midas eine feste Entscheidung: Wenn ich meine Hände nicht heilen kann, dann werde ich mein Land heilen. Mit seinem Gold baut er ein goldenes Zeitalter voller Schulen, Brücken und Lachen. Doch dieser Reichtum weckt den Neid und Zorn der benachbarten Könige, die heimlich einen Plan machen, ihn zu zerstören. Ihr Werkzeug ist der Mann, dem Midas am meisten vertraut: sein treuer Berater. Sie erpressen ihn, indem sie seine Familie entführen und zwingen ihn, einen Mörder in den Palast zu lassen. In der dunkelsten Stunde, als der Mörder sein Messer erhebt, findet der Berater seinen Mut. Er verrät seine Peiniger, stürzt sich auf den Mörder und tötet ihn. Midas rettet die Familie des Mannes, doch die tiefste Angst des Königs bleibt: Wenn selbst mein treuester Mann so gezwungen werden kann, wem kann ich dann noch vertrauen? König Midas ist von allen geliebt. Er arbeitet hart für sein Volk und teilt seinen Reichtum, damit die Menschen gut leben können. Er baut Brücken, Märkte und Schulen, und die Leute sehen ihn als weisen und freundlichen König. Manchmal, wenn er auf seine Stadt schaut, erinnert er sich an den Schmerz, der ihn verändert hat. Diese Erinnerung macht ihn ruhig und bescheiden. Sie zeigt ihm, was wirklich wichtig ist: die Menschen, die ihm vertrauen, und das Leben, das wieder Lachen in den Palast bringt. In einem geheimen Raum des Palastes steht die Statue seiner Tochter. Ihr Gesicht zeigt kein Lächeln, nur stille Ruhe. In der Nacht, wenn das Schloss still ist, sitzt Midas vor der Statue. Er weint nicht mehr, sondern spricht leise und erzählt ihr von den neuen Schulen, den glücklichen Kindern und den Gärten voller Freude. Er glaubt, dass ihr Geist in jeder guten Tat weiterlebt. König Midas ist nicht mehr ein König des Reichtums, sondern ein König, der das Leben versteht. Midas konnte das Schicksal seiner Tochter nicht akzeptieren. Er sagte im Palast, seine Hände seien krank und brauchen Heilung. Heimlich lud er Magier aus fernen Ländern ein. Sie kamen verkleidet als Heiler und taten so, als wollten sie seine Krankheit heilen. In geheimen Treffen bat Midas sie, den Fluch zu brechen, und versprach ihnen viel Gold, wenn sie seine Tochter wieder lebendig machen könnten. Einer nach dem anderen scheiterte. Die Magie der goldenen Berührung war zu stark. Um sein Geheimnis zu schützen, wurde Midas kalt und hart. Er befahl seinen Soldaten, die falschen Magier zu töten, damit niemand die Wahrheit erfuhr. Jeder Tod machte sein Herz dunkler und schwerer. In einer stillen Nacht sahen einige Dorfbewohner Soldaten beim alten Friedhof. Die Soldaten bewegten sich schnell und trugen schwere Bündel. Die Leute beobachteten sie aus dem Schatten und spürten Angst. Am nächsten Morgen liefen Gerüchte durch die Stadt. »Wo sind die Heiler?« fragten die Menschen. »Der König versteckt etwas«, flüsterten andere. Die Stimmen wurden lauter als die Lieder, die früher auf den Straßen erklangen. Das Leben in der Stadt änderte sich. Bäcker schlossen ihre Läden früher, Händler stellten weniger Waren in ihre Fenster. Frauen trafen sich in kleinen Gruppen
und sprachen leise. Sie gingen nicht mehr auf den großen Platz, wo die Boten des Königs redeten. Die Menschen mieden die Palastdiener und nahmen keine Hilfe mehr vom König. Eines Tages kam der Berater zu Midas und brachte ihm einen Bericht. Er sagte mit leiser Stimme, dass das Volk sich zurückzieht und die Menge auf den Straßen kleiner wird. Und er erzählte auch von den Fragen und Sorgen der Menschen, die sich über die Heiler und die geheimnisvollen Ereignisse im Königreich wunderten. Midas will die Gerüchte stoppen. Er geht auf den großen Platz und stellt sich auf die Plattform. Er sieht die Gesichter der Bauern, Mütter und Händler und spricht ruhig: Ich höre eure Worte. Ja, ich lasse meine Soldaten die Heiler töten. Sie machen einen großen Fehler. Wegen ihrer Taten bleibt meine Handkrankheit. Ich muss so handeln, um mich und das Königreich zu schützen. Einen Moment lang ist alles still. Dann ruft ein Mann in der Menge laut: Wenn deine Tochter einen Fehler machen würde, würdest du sie auch töten? Die Frage ist wie ein kalter Wind. Viele Menschen atmen scharf ein. Midas spürt, wie das Blut in seinem Gesicht brennt. Niemand darf so über seine Tochter sprechen. Wut steigt in Midas wie Feuer. Er steigt von der Plattform und geht direkt zu dem Mann, packt ihn am Kragen und sagt mit harter, kalter Stimme: Sprich niemals so über meine Tochter. Hast du vergessen, wer ich bin? Ich habe diese Stadt und die Straßen gebaut. Ich gebe Brot denen, die nichts haben. Ich gebe Arbeit und lasse dieses Königreich wachsen. Alles tue ich für euch, für eure Familien, für dieses Reich. Dann lässt er den Mann los und wendet sich zur Menge. Hört gut zu. Wenn hier noch einmal jemand so über meine Tochter oder die Heiler spricht, werde ich diese Person und seine ganze Familie zur Verantwortung ziehen. Die Menge schweigt aus Angst. Nach diesem Tag fühlten sich viele Menschen nicht mehr sicher. Familien, die viele Jahre in der Stadt gelebt hatten, packten nachts ihre Sachen und gingen leise fort. Einige zogen in Nachbardörfer, andere blieben, aber sie sprachen kaum noch. Händler kamen seltener und der Markt verlor seine Farben. Am Abend gab es keine Musik mehr. Die Stadt wurde still und leer. Midas sah die leeren Plätze und spürte den Preis seiner Wut. Er hatte versucht, die Gerüchte zu stoppen, aber sein Zorn hatte das Volk vertrieben. Im Palast war die Veränderung deutlich. Hallen, die früher voller Stimmen waren, klangen leer. Diener gingen mit gesenktem Blick. Alte Freunde kamen kurz und gingen schnell wieder. Midas aß oft allein und konnte nicht schlafen. Er dachte an seine Tochter und an die Heiler, die gescheitert waren. Manchmal fragte er sich, was schlimmer war, der Fluch in seiner Hand oder der Verlust des Vertrauens seines Volkes. Diese Gedanken hielten ihn jede Nacht wach. Eines Morgens kamen die Soldaten mit einem Gefangenen, dem alten Magier, der Midas die goldene Berührung gegeben hatte. Der Magier war schwach, schmutzig und bat um Gnade. Midas, dessen Herz voller Schmerz war, fühlte nun nur noch kalte Wut. Er starrte den Mann an. »Du wagst es, zurückzukommen?« fragte Midas leise und gefährlich. Der Magier zitterte und sagte: »Ich weiß, wie du deine Tochter retten kannst. Du hast 2 Wege. Erster Weg: schneide deine Hände ab, dann verschwindet deine Macht. Aber deine Tochter bleibt aus Gold. Zweiter Weg:
Geh auf eine gefährliche Reise zur Insel des Schattenberges und finde die Blume des Lebens. Nur ihr Staub kann den Fluch brechen. Midas schüttelte sofort den Kopf. Nein, meine Tochter muss leben. Der Magier nickte. Dann geh und suche die Blume. Das ist der einzige Weg. Doch Midas sah den alten Mann an und fühlte nur Hass. Ich bin fertig mit deinen Lügen, sagte er kalt. Er zog den goldenen Handschuh aus, legte seine nackte Hand auf die Brust des Magiers. In einem stillen Moment wurde der Magier zu einer goldenen Statue. Midas stand allein da. Das Geheimnis der Rettung war nun verloren und die Last lag schwer auf seinem Herzen. Er wusste, dass er den einzigen Mann zerstört hatte, der ihm helfen konnte. And now we're going to review the essential vocabulary from the story. Let's get started. The first word on our list is bescheiden, which means modest or humble. We encountered it in the story context. Diese Erinnerung macht ihn ruhig und bescheiden. For everyday use, you can say, obwohl sie viel erreicht hat, bleibt sie bescheiden. Next up is Geist, meaning spirit or ghost. The story used it as, glaubt, dass ihr Geist in jeder guten Tat weiterlebt. A useful daily phrase is, der Geist des Waldes scheint überall zu sein. Moving on, we have Schicksal, which translates to fate or destiny. We saw it when the narrator said, Midas konnte das Schicksal seiner Tochter nicht akzeptieren. In daily life, you might hear, wir müssen unser Schicksal selbst wählen. Number 4 is akzeptieren, which means to accept. It appeared in the story with the sentence, Midas konnte das Schicksal seiner Tochter nicht akzeptieren. A practical example is, man muss manchmal Dinge akzeptieren, die man nicht ändern kann. The fifth word is verkleidet, meaning disguised. The context was, sie kamen verkleidet. A common use is, die Kinder gehen an Halloween verkleidet von Haus zu Haus. Next we have scheiterte, which translates to failed. We read it in the line, einer nach dem anderen scheiterte. Try using it like this. Das Projekt scheiterte, weil kein Geld da war. Word number 7 is Wahrheit, meaning truth. It was used to describe secrecy, damit niemand die Wahrheit erfuhr. A powerful daily statement is, ich möchte nur die Wahrheit hören, egal wie schwer sie ist. Now we look at Gerüchte, which are rumors. The story mentioned, am nächsten Morgen liefen Gerüchte durch die Stadt. An everyday example is, die Firma dementierte die Gerüchte über eine Schließung. Word number 9 is mieden, meaning avoided or shunned. We read, die Menschen mieden die Palastdiener. You can use it in a sentence like, mied die Hauptstraße, dem Verkehr auszuweichen. Let's review Rückzug, meaning withdrawal or retreat. The context was, der Berater sagte, dass das Volk sich zurückzieht. A great example is, nach der Schlacht befahl der General den Rückzug. The 11th word is Sorgen, which are worries or concerns. It came up with die Fragen und Sorgen der Menschen. A friendly daily phrase is, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Up next is Kragen, the word for collar or neck.
The story used it in the action, packt ihn am Kragen. In a practical context, zieht seinen Mantel am Kragen enger zusammen. Word number 13 is Verantwortung, which means accountability or responsibility. The king declared, werde ich diese Person und seine ganze Familie zur Verantwortung ziehen. A key life lesson. Wir müssen für unsere Fehler Verantwortung übernehmen. Now we have Flucht, meaning flight or escape. The context was simple. Die Flucht der Menschen. You might hear this in the news. Nach dem Gefängnisausbruch sucht die Polizei die Flüchtigen. The 15th word is vertrieben, meaning drove away or expelled. It was tied to the king's emotion. Sein Zorn hatte das Volk vertrieben. A historical context might be, die Invasoren wurden aus dem Land vertrieben. Next is Verlust, the German word for loss. The story used the phrase, der Verlust des Vertrauens seines Volkes. A simple daily example, der Verlust meines Schlüssels war ärgerlich. We're almost done. The next word is Gefangenen, or prisoner. It appeared as, die Soldaten kamen mit einem Gefangenen. A sentence you could use is, der Gefangene bat ein Gespräch mit seinem Anwalt. Word 18 is Gnade, meaning mercy or grace. The magician pleaded, der Magier war schwach, schmutzig und bat Gnade. In a legal context, die Jury zeigte Gnade und forderte eine milde Strafe. Let's look at gefährliche, meaning dangerous. The king's journey was described as geh auf einer gefährlichen Reise zur Insel des Schattenberges. A good example is, diese gefährliche Situation erfordert sofortiges Handeln. The 20th word is zerstört, meaning destroyed. The king had a moment of clarity. Wusste, dass den einzigen Mann zerstört hatte. A common use is, das Erdbeben hat viele Gebäude zerstört. And finally, we have Last, meaning burden or load. The story spoke of a heavy feeling. Die Last lag schwer auf seinem Herzen. A physical example is, trug eine schwere Last auf seinen Schultern. Congratulations! You've just learned some powerful new German words that can help you express yourself better in everyday life. By seeing them in both story and real-life examples, you've made a big step toward understanding and using German more naturally. But remember, our story isn't over yet. There's still a fourth part waiting for you. So stay connected and keep learning with me. I hope you liked the video. If you did, give it a thumbs up and don't forget to hit the subscribe button. I'll see you in the next video. Tschüss!